Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir starten die Szenarien dieses Spiels. Ja, und hier haben wir unsere ganzen Szenarien unter der Rubrik Neue Abenteuer. Jede Menge mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wir fangen natürlich mit den einfachen an, die nur mit einem Stern gekennzeichnet sind. Ja, und das erste Szenario, was wir spielen, ist die Antwort. Unser Auftrag lautet: Nachdem ihr Hasenherz besiegt hattet, merkt ihr doch recht schnell, dass Dörrfisch nicht der ist, für den er sich ursprünglich ausgegeben hatte. Seine Raffgier treibt ihn dazu, alle Gewürze an sich zu reißen, welche die kleine Inselwelt zu bieten hat, schafft Abhilfe und entledigt ihn dieses Monopols. Ja, keine Ahnung, wer Hasenherz und Dörrfisch ist. Auf jeden Fall müssen wir das Gewürzmonopol brechen. Ja, schauen wir uns doch einfach mal direkt an. Welche Farbe soll euer Banner zieren? Natürlich blau. So, auch hier speichern wir das erstmal ab. Gesichert. Setzt die Vorsegel! Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Setzt die Vorsegel! So, das ist unsere Stadt. Wie heißt sie denn überhaupt? Ambesberg. Ja, ein schon großes Euch wird Städtchen. ein Handelsvertrag angeboten. Und uns wird ein Handelsvertrag angeboten. Wir haben ja, glaube ich, nur einen Gegner, dessen Gewürzmonopol wir brechen sollen. Okay, wir nehmen den Handelsvertrag mal an. Ihr seht, die Inselwelt ist sehr klein. 3 Inseln, wobei die größte Insel wir haben. Gut, ja. Unsere süße kleine Stadt hier mit einer Kirche und einem sehr schönen Kirchvorplatz. Und die Kanonengießerei werden wir mal stilllegen. Ja, wir haben Bürger und wir haben eigentlich schon relativ viel. Wir haben hier sogar eine kleine Burg und da haben wir schon Kanoniere, die ausgebildet werden. Okay. Wachtürme, ja, dann haben wir hier Weingüter und Tabak, wobei ich glaube, sehe, dass wir überhaupt keine Tabakwarenfabrik haben. Und so, hier produzieren wir Eisen. Das werden wir mal alles mal eben stilllegen, ne? So. Ja, also die Insel hat eigentlich alles, was wir brauchen. Allerdings ein bisschen wirtschaftlich unsinnig gebaut. Ihr seht hier, die Rinderfarm und auch die Schafsfarm sind viel zu nah übereinander. Die überlappen sich ja immer zur Hälfte. Das ist auch Blödsinn. Das sollten wir gleich mal verändern. Da seht ihr nämlich schon, Fleischerei und Webstube haben einfach zu wenig Rohstoffe. So, und hier haben wir unsere Forsthäuser. Ja, das sollte man auch noch mal ein bisschen verbessern. Ja, gucken wir noch mal eben zu unseren Konkurrenten. Da haben wir hier Porto Pablo, braucht Werkzeug und Holz. Okay, hier werden keine Gewürze angebaut. Okay. Das ist hier auf dieser kleinen Insel. Okay. Also diese Insel müssen wir ja erobern und besiedeln, um das Gewürzmonopol zu brechen. Das ist ja nun wirklich nicht viel, oder? Wir haben hier unser Kriegsschiff, die Eskapade. Und Die ich Wanten! glaube, er hat überhaupt keine Werft. Ne? Nee. Hat er überhaupt ein Schiff? Müsste ja eigentlich. Also er ist auf jeden Fall nicht so stark entwickelt, wie wir es sind. Tja, letztendlich brauchen wir nur einen Kanonier ausbilden, ihn auf das Schiff transportieren und dann hier diese Insel einfach erobern. Relativ simpel, aber vielleicht sollten wir erstmal nochmal unsere Insel hier ein bisschen verbessern. Als erstes bauen wir vielleicht nochmal 2 Forsthäuser. Da haben wir hier noch Platz. So und so. Schließen wir mal an.
denen sollten wir auch noch mal ein bisschen Wald geben, ne? Na, so viel Geld haben wir auch nicht. Wir sollten jetzt nicht so rumasen hier. So, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal unsere Holzproduktion ein bisschen verbessert. So, und wir haben zwar 2 Tabakplantagen, aber keine Tabakwarenfabrik. Die sollten wir vielleicht noch mal bauen. So, oh, wir haben schon Kaufleute hier. Die Entwicklung würde ich aber jetzt gerne stoppen. Allerdings haben wir auch eine negative Bilanz. Ne? Das hängt aber damit zusammen, dass wir hier das mal ein bisschen erhöhen müssen. So, warum seid ihr denn so unglücklich? Ja, das ist wegen der Nahrungsmittelproduktion. Die sollten wir mal verbessern. Und zwar müssen wir hier die mal abreißen. Das auch. So, dann können wir eine hier hinbauen. So. Dann haben wir hier eine Fleischerei und hier, das passt. So, und die eine Schafsfarm müssen wir auch abreißen. Die braucht auch ein bisschen mehr Platz. So. Dann haben wir das jetzt schon mal hier verbessert. So, die Erdschmelze geht wieder in Betrieb. So, und Werkzeugschmiede auch. Ja, und da sehen wir haben die Pest und dieses Gebäude hat leider keinen Zugang zum Arzt, das natürlich schade ist. Gut, dann würde ich sagen, reiß mal das. Oh, da kommt ein Pirat an. Anker richten. Ja, dann komm du mal hier hin. Dann Eure schießen nämlich hier Stadt liegt unsere unter Beschuss. Wachtürme auf ihn. Oh, und damit ist er untergegangen. Wunderbar. So, unser Kriegsschiff sollte mal hier mit den Kanonen bestückt werden. So, das sieht aber jetzt eigentlich ganz gut aus. Ja, unsere Bürger sind auch wieder glücklich. Die Pest ist weg. Ja, und unsere Bilanz sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall positiv. Klar, wir könnten natürlich jetzt das Baumaterial wieder freigeben. Weil letztendlich brauche ich nichts mehr zu bauen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch Kanonen zur Verfügung stellen. Dann machen wir die Kanonengießerei mal an. So, wir haben ja hier unsere Kanoniere. Wir brauchen allerdings nur eine Einheit. Die können wir hier tatsächlich löschen. So.
Wir brauchen allerdings jetzt ein bisschen, ja, noch Kanonen. Dafür brauchen wir Eisen. Oh, wird aber hier fleißig produziert. Das sieht gut aus. Ach, die können sich nicht weiterentwickeln, weil denen die Schule fehlt. Ah ja, okay. Gut. Ja, wir haben ja etwas Werkzeug. Wir können die Werkzeugschmiede tatsächlich stilllegen, damit wir das Eisen für unsere Kanonengießerei nutzen können. Wir brauchen ja noch eine Einheit. Ja, da fehlen wohl Kanonen. So, mittlerweile hat endlich unser Handwerker Eisen und bringt es jetzt gerade für Kanonengießerei. Das hoffe ich mal, dass auch mal hier gearbeitet wird. Ja, wunderbar. So, und dann werden auch die Kanonen jetzt endlich mal abgeholt. Und jetzt müssten unsere Einheiten, glaube ich, bald ausgebildet sein. So, wir können schon mal ein bisschen Werkzeug und ein bisschen Holz aufladen. So, die Werkzeugschmiede machen wir auch mal wieder an. Ja, und da sehe ich gerade hier, wie Kanonen jetzt zur Burg gebracht werden. Das heißt, die letzten Einheiten können auch ausgebildet werden. Soldaten sind ausgebildet. Wunderbar. So, dann kommt ihr mal hier hin. Jawohl, mein Fürst. So, dann können wir uns auf den Weg machen. Dann Setzt neuen Kurs. segeln wir mal hier hin. So, und dann zerstören wir mal direkt das Breitseite. Kontor. Ja, hat sich wieder aufgebaut. Gebt Breitseite. So, ihr könnt glaube ich schon mal hier raus. Dann kommen die aber nicht hin, ne? Attacke. Nee, ihr seht, der Wald hier verhindert das. Dann gehen wir mal hier Für drauf. unseren Herrscher. Hm, Ei, ei, ich Captain. möchte euch gerne hier haben. Ja, genau da. Keine Gnade. Mir nach. Mhm. Da kommt man nämlich gar nicht so gut dran. Das ist ja interessant. Können wir mit dem Kriegsschiff hier entsprechend, ja, die Gewürzplantage zerstören? Ja, das ist geschickt gemacht. Der Wald ist hier um diesen Marktplatz. Da kommen wir mit den Kanonieren nicht hin. Wir müssen uns tatsächlich jetzt so einen Weg frei schießen. So, der ist jetzt weg. Es müsste gleich das hier alles weggehen. Genau das wollte ich haben. Keine Gnade. So, und jetzt können wir die Gewürzplantage zerstören.
Wunderbar. Auch zerstört. Und jetzt haben wir nämlich freie Bahn, um hier den Marktplatz zu zerstören. Anders wäre es nicht gegangen. Ja, mit so einer Kanoniereinheit dauert das natürlich, bis so ein Bauwerk dann zerstört ist. Aber wir haben ja Zeit. Von unserem Gegner ist keine Gegenwehr zu erwarten. Wie gesagt, ich sehe keine Werft, nein, und auch keine Waffenproduktion. Produziert zwar jetzt hier Werkzeuge, aber ansonsten ist hier nicht zu erwarten. So, mittlerweile ist auch das Marktgebäude oder der Marktplatz weg. Wir können jetzt wieder in den Status gehen. Von mir aus können wir das auch nochmal Die erkunden. Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, 100% Gewürze. So, und dann können wir jetzt das Kontor hier wieder errichten. Und damit ist die Mission oder Szenario erfolgreich abgeschlossen. Glaube ich zumindest. Auftrag erfolgreich ausgeführt. Ja, das ging schnell und schmerzlos. War auch bis wirklich keine große Herausforderung, aber so zum Reinkommen der Szenarien doch ganz nett gewesen, oder? Gut, hier können wir nochmal unsere Statistik sehen, die mich aber eigentlich nie so wirklich interessiert hat. Erfolgreich haben wir das erste Szenario von Anno 1602 erfolgreich abgeschlossen. Ja, und das zweite mit dem Titel Die Goldprobe wartet schon darauf, von uns gespielt zu werden. Auch noch im Schwierigkeitsgrad einfach. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis dahin, alles Gute und tschüss, euer Dominus.